Hallo und herzlich willkommen bei den Coffee Tasters. Heute zeigen wir euch ganz genau, wie ihr die Brühgruppe eures Philips Kaffeevollautomaten reinigen, fetten und pflegen könnt. Denn nur eine saubere Brüheinheit liefert euch intensiven, aromatischen Kaffee und Espresso. Wir geben euch noch ein paar zusätzliche Tipps, die nicht in der Anleitung stehen, damit euer Vollautomat möglichst lange einwandfrei läuft. Wir starten mit der wöchentlichen Reinigung und verraten euch anschließend, wo und wie oft ihr die Brüheinheit einfetten müsst. Außerdem zeigen wir euch noch, wie ihr die Brühkammer wieder von Kaffeeöl befreit. In der Videobeschreibung verlinken wir euch alle originalen Pflegeprodukte und ein paar günstigere Alternativen. Während der Garantie nutzen wir immer die originalen Produkte, aber das bleibt natürlich euch überlassen. Jetzt geht's aber erstmal los. Die Brüheinheit soll laut Anleitung einmal wöchentlich gereinigt werden. Dafür schaltet ihr den Vollautomaten aus, damit die Brühgruppe in Neutralstellung fährt, und zieht dann am besten noch den Netzstecker. Jetzt zieht ihr den Wassertank heraus und öffnet diese Serviceklappe hier. Hier seht ihr auch schon die Brüheinheit und die Entriegelungstaste, die mit Push gekennzeichnet ist. Die drückt ihr nach rechts und zieht die Brühgruppe dann langsam und gerade zu euch heraus. Das sollte alles einfach von der Hand gehen. Bitte keine Kraft einsetzen, damit nichts kaputt geht. Hier seht ihr die Brühkammer und ein paar wenige Kaffeereste. Die finden sich übrigens auf jeder Brühgruppe, egal bei welcher Marke. Auch hier unten sind noch ein paar Kaffeereste zu finden. Daher spült ihr jetzt einmal alles gründlich mit warmem Wasser ab. Am besten noch mit einer kleinen Reinigungsbürste richtig in die Ecken fahren, damit ihr möglichst alle Kaffeereste erwischt. Und auch diesen feinen Filter hier oben solltet ihr gründlich abbürsten. Nachdem ihr alle Kaffeereste entfernt habt, lasst ihr die Brüheinheit komplett an der Luft trocknen, am besten über Nacht. Bitte auf keinen Fall Spülmittel verwenden und auch nicht in der Spülmaschine reinigen. Denn damit würdet ihr das ganze Silikonfett entfernen und die Brühgruppe könnte quietschen oder sogar verklemmen. Bei allen Philips Vollautomaten ist es nämlich wichtig, die beweglichen Teile der Brühgruppe regelmäßig einzufetten. Laut Anleitung ungefähr alle 2 Monate. Das ist allerdings eine sehr allgemeine Angabe, denn in dieser Zeit könnt ihr 200 oder 600 Tassen beziehen. Unser Tipp lautet daher, bei 8 oder mehr Tassen pro Tag solltet ihr alle 2 Monate einfetten. Wenn ihr weniger als 8 Tassen pro Tag bezieht, reicht es auch alle 3 Monate. Am besten fettet ihr die Brühgruppe ein, wenn sie trocken und sauber ist, denn dann sind auch keine Kaffeereste im Weg. Jetzt aber die spannende Frage, wo und wie viel solltet ihr einfetten? Wir empfehlen euch, eure Brühgruppe nach dem Motto weniger ist mehr einzufetten. Und auch nur an den Stellen, die wir euch gleich zeigen. Denn je mehr Silikonfett ihr auf der Brühgruppe verteilt, desto mehr verschmutzt sie auch mit der Zeit. Denn gerade am Silikonfett bleiben auch Kaffeereste hängen. Als erstes tragt ihr hier unten auf diesem grauen Kolben etwas Fett auf. Ein Tropfen reicht vollkommen aus. Und dann verreibt ihr es noch rund um die Kanten. Jetzt dreht ihr die Brühgruppe und seht hier die Verlängerung des grauen Kolbens. Diesen Schaft fettet ihr jetzt auch noch leicht ein und versucht auch hier das Fett gut zu verteilen. Jetzt kommen wir aber zum wichtigsten Punkt, den beiden seitlichen Schienen, auf denen die Brühkammer bewegt wird. Hier macht ihr einen Tropfen auf den oberen Teil der Schiene und einen Tropfen auf den unteren Teil. Das gleiche macht ihr dann noch auf der anderen Seite. Ein Tropfen oben, so, und ein Tropfen noch hier unten. Jetzt greift ihr dieses Teil und zieht es etwas nach vorne. Dann nehmt ihr den gelben Hebel hier unten und bewegt die Brühkammer manuell ein paar Mal hoch und runter. Einfach damit das Silikonfett gleich richtig verteilt ist. Am Ende müsst ihr wieder in die Neutralstellung, also nach unten fahren und dann nach hinten drücken, so dass der Pfeil hier auf N zeigt, sonst lässt sich die Brühgruppe nicht wieder einsetzen. Jetzt kommt noch unser Extra-Tipp für euch. Auf den O-Ring hier könnt ihr rundherum auch etwas Silikonfett auftragen, denn sonst wird er mit der Zeit porös
und dichtet nicht mehr richtig ab. Ungefähr alle 2 Jahre solltet ihr den O-Ring dann austauschen, damit der Druck beim Brühvorgang weiterhin optimal bleibt. Wir verlinken euch ein Pflegeset mit den passenden O-Ringen und dieser Bürste hier in der Videobeschreibung. Das hintere Ende der Bürste ist nämlich ideal geeignet, um den O-Ring zu lösen. Okay, ansonsten sind wir jetzt fertig mit dem Einfetten und setzen die Brühgruppe wieder ein. Achte darauf, dass der kleine gelbe Pfeil auf End steht und dann setze die Brühgruppe vorsichtig wieder ein. Man hört leider kein Klicken, wenn sie einrastet. Daher nochmal leicht ziehen, ohne die Push-Taste zu drücken. Wenn die Brühgruppe sich nicht bewegt, dann sitzt sie richtig. Einen anderen Teil der Brühgruppe sollt ihr laut Anleitung einmal monatlich von Kaffeefett befreien, und zwar die Brühkammer. Denn Kaffeebohnen sind leicht ölig und besonders wenn ihr die Bohnensorte wechselt, könnte das Fett der letzten Bohnen den Geschmack der neuen Bohnen verfälschen. Daher macht es Sinn, die Brühkammer vorher mit einer Reinigungstablette zu entfetten. Dafür gibt es ein spezielles Reinigungsprogramm, das wir euch jetzt zeigen wollen. Allerdings unterscheidet sich der Ablauf bei den verschiedenen Latte Go Modellen ein bisschen. Daher zeigen wir euch jetzt zuerst, wie das beim Latte Go 5400 geht und danach gehen wir auf den Latte Go 2200 und 3200 ein. Nutzt einfach die Sprungmarken unten in der Videobeschreibung. Beim Latte Go 5400 drückt ihr unten links auf Clean und seht dann hier als zweiten Punkt schon Brühgruppe reinigen. Das Programm dauert nur rund 5 Minuten. Als erstes füllt ihr den Wassertank komplett auf, was wir jetzt schon mal erledigt haben. Als nächstes sollt ihr eine solche Fettlösetablette in das Fach für gemahlenes Kaffeepulver werfen. Wir verlinken euch Original und Alternative in der Videobeschreibung. Von dort fällt die Tablette direkt in die Brühkammer und über OK könnt ihr bestätigen, dass ihr sie eingeworfen habt. Jetzt sollt ihr noch einen Behälter unterstellen, um das ganze Spülwasser aufzufangen. Dann klickt ihr nochmal auf OK und die Reinigung beginnt. Hier seht ihr auch direkt, dass die Fettlösetablette auf jeden Fall etwas in der Brühkammer löst. Jetzt heißt es einfach ein paar Minuten warten. Euer Behälter sollte einen guten Liter Volumen haben, denn sonst müsst ihr ihn, genau wie wir jetzt, zwischendurch ausleeren. Jetzt sieht das Wasser auch schon deutlich sauberer aus. Es scheint also zu funktionieren. Nachdem die Reinigung fertig ist, empfehlen wir euch, die Brühgruppe nochmal gründlich abzuspülen, denn manchmal löst sich die Reinigungstablette nicht komplett auf. Beim Latte Go 2200, dem Latte Go 3200 und den Modellen der EP 2200er Reihe mit manuellem Milchaufschäumer geht ihr wie folgt vor. Ihr stellt als erstes eine leere Tasse unter den Kaffeeauslass. Dann füllt ihr den Wassertank mit frischem Wasser. Als nächstes werft ihr eine Reinigungstablette in das Fach für gemahlenes Kaffeepulver. Jetzt wählt ihr einen Kaffee aus, haltet die Aromataste für 3 Sekunden gedrückt, um das Pulverfach zu aktivieren, fügt aber kein Kaffeepulver hinzu. Dann stellt ihr die Menge auf Stufe 3 und startet den Bezug. Das heiße Wasser löst die Tablette auf und die wiederum löst Kaffeereste und Öl in der Brühkammer. Dass es funktioniert, sieht man direkt an dem trüben Wasser. Nach der Hälfte des Bezugs zieht ihr dann den Netzstecker. Jetzt wartet ihr rund 15 Minuten, lasst die Tablette richtig einwirken und steckt den Stecker dann wieder ein. Dann startet ihr nochmal einen Kaffeebezug über das Pulverfach, natürlich wieder ohne Kaffeepulver und reinigt so die Brühkammer. Danach schaltet ihr den Vollautomaten aus, entnehmt den Wassertank und dann die Brühgruppe. Denn dies solltet ihr jetzt gründlich mit warmem Wasser abspülen, um die letzten Reste der Reinigungstablette zu entfernen. Danach setzt ihr alles wieder ein, schaltet den Vollautomaten ein und bezieht noch zweimal einen Kaffee über das Pulverfach. Natürlich wieder ohne Kaffee einzufüllen. So wird die Brühgruppe nochmal mit heißem Wasser gereinigt. Wie ihr seht, ist das Wasser jetzt komplett klar. Es hat also wirklich funktioniert.
Wir hoffen sehr, das Video hat euch gefallen und weitergeholfen. Lasst uns gerne einen Like da und abonniert unseren Kanal, damit ihr in Zukunft nichts mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal, euer Patrick von den Coffee Tasters.